Hello and welcome back to LearnGermanGames.com, where you learn German while playing games with me. That's the fun way to learn German. I'm your teacher, Samir, and today we're going to continue our game, Broken Age. Hopefully we're going to find us some golden eggs. Let's see how many we're going to find. While we're in the game, make sure to follow the subtitles and wait for me to explain after that fact. And also during the middle of the event, we're going to have mini exercises to help you remember the sentences and words you've learned. And at the very end, we're going to have another one as well. Reviewing is super important to actually learn and remember and be able to use the language. All right, knowing that, let's actually start. Last time we were talking to this girl here. She gave us some cloud shoes so we don't fall through the clouds. Lass uns eigentlich mit ihr noch einmal reden. Hängst du hier ab? Sehr lustig. Das war also ein Witz. Sieht etwas schäbig aus für ein Meidenmal. Hey, ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, ich meine die kaputten Vogelkäfige und Federn. Oh ja. Also, das Mal ist vorüber. Mhm. Hängst du hier ab? Are you hanging out here? The joke is that she's literally hanging. Yeah. So the verb here is abhängen. You can see it's a separable verb. Abhängen can definitely also mean to depend, but here it's used in the same way as English, to hang out. So ab is the prefix. Also in German there is no continuous, so the implication is, are you hanging out here, even though the literal meaning is, do you hang out here? So a more accurate translation would be, are you hanging out here? Sieht etwas schäbig aus für ein Maidenmahl. It looks a little bit shabby for a maiden's feast. If you don't know what a maiden's feast is, don't worry, this is a concept from the game. Go back and watch the previous parts from this game. There's a playlist for it on my channel, Learn German Games, and you'll understand the backstory. Schäbig sounds a bit like shabby, so it should be an easy word for you to understand. If you're a beginner and a bit confused about some of the colors here, the dashes are indicating that this verb is actually two pieces. Yeah, the first piece is here, and then the other piece, this is another separable verb. Aussehen is to look like. The way you remember it is that when you're looking at somebody from the outside, aus, yeah, you're looking at their appearance. And this is why in German you have a separable verb to say that somebody looks like something or somebody. You use aussehen instead of just sehen, because this is how they look from the outside. Hey, ich habe es mir nicht ausgesucht. Hey, I didn't choose it. Aussuchen is another separable verb. Literally search out. Think of looking for something. You have to look for it outside. What it actually means is to choose. Aussuchen. So I'm giving you the literal translations to help you remember better. Yeah, whenever you're learning a new language, you need to have some kind of hook, some kind of relation with knowledge you already know. This is why literal translation is helpful. Nein, ich meine die kaputten Vogelkäfige und Federn. No, I mean the broken bird cages and feathers. Der Vogelkäfig, bird cage, is masculine because it ends with ig. And die Feder oder der Feder eigentlich as masculine, it means a feather in this case, but in modern use, it might often mean a spring instead. Yeah, Feder is masculine because it ends with er, and the n is just making it plural. Oh ja, also das Mahl ist vorüber. So the meal or the feast is over. Vorüber is past or over to make it more clear. Brauchst du Hilfe beim Aufräumen?
Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Wozu aufräumen? Naja, es ist nur, hier unten ist alles ein völliges Chaos. Genau wie ich. Deshalb gefällt es mir auch. JJ, bitteschön. Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? We have another separable verb here used as a noun. You can see that it's a noun because of the capital A and because beim is by dem. Yeah, as in with the. Do you need help with the cleaning up? Aufräumen. Wozu aufräumen? Wozu aufräumen? So literally what for cleaning up or tidying up? Naja, es ist nur, hier unten ist alles ein völliges Chaos. Na ja, es ist nur hier unten ist alles ein völliges Chaos. Chaos. Chaos, ja. It's very easy, even as an advanced learner, to fall back to old habits and just read in your native language. Well, it's just everything is a complete mess down here. So das Chaos can also mean mess. It doesn't have to mean just chaos. And make sure to add the small pause here between the A and O. Chaos. Chaos. Genau wie ich. Deshalb gefällt es mir auch. Genau wie ich. Deshalb gefällt es mir auch. So she's also chaotic. That's why she feels at home here. Just like me, that's why I like it here. Dankeschön, JJ. Wenn das Mal vorüber ist, was machst du dann hier? Wenn das Mal vorüber ist, was machst du denn hier? Wieso streust du nicht noch mehr Salz in die Wunde? Ich bin hier, weil ich nicht ausgewählt wurde. Okay? Sie ist so traurig. Kimberly, bitteschön. Wenn das Mal vorüber ist, was machst du dann hier? Wenn das Mal vorüber ist, was machst du dann hier? Yeah, actually, the way she said it is she puts the emphasis on du. Was machst du denn hier? When the meal is over, what are you doing here? Wieso streust du nicht noch mehr Salz in die Wunde? Wieso streust du nicht noch mehr Salz in die Wunde? Genau. Streuen starts with SD. This is why you pronounce it as sh. Yeah, it means to sprinkle. But this is the equivalent of the saying to rub more salt in the wound. In German, you're a bit more gentle. You just sprinkle a little bit of salt on the wound. Wieso? How come? Streust du nicht noch mehr Salz in die Wunde? Why don't you just rub more salt into the wound? Notice how in die Wunde we use the accusative case here because when you're sprinkling, there's motion, the salt is falling down. So the preposition in takes the accusative and that's why you say in die Wunde and not in der. Ich bin hier, weil ich nicht ausgewählt wurde. Okay. Ich bin hier, weil ich nicht ausgewählt wurde. Okay? I'm here because I wasn't chosen. Alright, auswählen is to select or to choose. Sie ist positiv. Du wurdest nicht von einem Monster gefressen. Sie ist positiv. Du wurdest nicht von einem Monster gefressen. Das wäre mir lieber, als meiner Familie gegenübertreten zu müssen. Wem mache ich was vor? Sie sind vermutlich schon längst vor lauter Schande von einer Wolke gesprungen. Susan, bitteschön. Sie ist positiv. Du wurdest nicht von einem Monster gefressen. Sie ist positiv, du würdest nicht von einem Monster gefressen. So fressen is the verb you use whenever an animal eats. Or if you want to joke around with your friend and be like, you're eating like an animal, you can say essen instead of essen. So look at the bright side. Literally, look it positive, as in look at it positively. You were not eaten by a monster. Das wäre mir lieber, als meine Familie gegenübertreten zu müssen. Das wäre mir lieber, als meiner Familie gegenübertreten zu müssen. Be careful with the U sound. Stretch your tongue forward. Gegenübertreten. So literally, gegenübertreten is to step in front of somebody.
and that means to face. So I would rather do that than have to face my family, gegenübertreten. Also das wäre, that would be mir, to me, preferable, lieber, if you want to think about it that way, than to have to face my family. Wem mache ich was vor? Sie sind vermutlich schon längst vor lauter Schande von einer Wolke gesprungen. Wem mache ich was vor? Sie sind vermutlich schon längst vor lauter Schande von einer Wolke gesprungen. Also vermutlich, makes you pronounce it with the F sound, yeah, is presumably, vermutlich. And before that, there's a very important word or verb, vormachen, is to show somebody something, because vor means in front, yeah. So when you're doing something in front of somebody, you are showing them, yeah. But here it's used more in a figurative way. It means to fool somebody, yeah, vormachen. Wem mache ich was vor? Was is short for etwas, yeah, so it means something. And then who am I kidding? Who am I trying to fool here? Sie sind vermutlich schon längst vor lauter Schande von einer Wolke gesprungen. Be careful with the tricky word here. Lauter with an ER. It doesn't mean loud. It doesn't mean loud. It means nothing but. Yeah? So this is not a declanced form of loud as in loud. It's a word on its own. It's an adjective on its own. It means nothing but. So nothing but shame, die Schande. Vor eine Wolke, die Wolke, as a cloud. Gesprungen, as a past participle of springen, which is to jump. Make sure you pronounce springen with a sh sound, because whenever the S comes before a P, it becomes a sh sound. Ja, springen. Ich war auch bei einem Meidenmal heute, um genau zu sein. Ich war auch bei einem Maidenmahl heute, um genau zu sein. I was also at a maiden's feast today, to be exact. This is also a very common thing to remember, um genau zu sein, more precisely. Ich war auch bei einem Meidenmal. Heute, um genau zu sein. Oh, wirklich? Du wurdest auch nicht ausgewählt? Doch, ich wurde ausgewählt, aber ich habe mich gewehrt und bin geflohen. Du... was? Ich dachte mir, wieso nicht gegen das Monster kämpfen, weißt du? Schon klar, du wurdest nicht ausgewählt. Ist okay. Schwing dich herauf, dann schmollen wir gemeinsam, Schwester. Linda, bitteschön. Ja, das haben wir schon gelesen. Oh, wirklich? Du wurdest auch nicht ausgewählt? Oh, wirklich? Du wurdest auch nicht ausgewählt. Oh, really? You also weren't chosen? You weren't chosen either. This is the verb we just saw before. Auswählen. This is the past participle of auswählen. Yeah, ausgewählt. You see the GE here is in the middle because it's a separable verb. Auswählen. Doch, ich wurde ausgewählt, aber ich habe mich gewehrt und bin geflohen. Doch, ich werde ausgewählt, aber ich habe mich gewehrt und bin geflohen. Also sich wehren ist to defend oneself. Ich habe mich, myself, defended. And then I escaped. Notice how the verb fliehen is conjugated with the verb to be. That's why she said, ich bin geflohen. Because most verbs that have motion use the verb to be, ja, sein. Ich bin geflohen, warte mal, fliehen mit H, to escape. So this is geflohen, it's the past participle of fliehen, and this is what I was telling you about. Ich bin geflohen, I escaped. Du was? Du was? You what? Ich dachte mir, wieso nicht gegen das Monster kämpfen, weißt du? Ich dachte mir, wieso nicht gegen das Monster kämpfen, weißt du?
Ich dachte mir, literally, I thought to myself. Also I figured. Wieso, how come or why? Nicht gegen das Monster, not against the monster, kämpfen, to fight. Weißt du, you know? Schon klar, du wurdest nicht ausgewählt. Ist okay. Schon klar, du wirst nicht ausgewählt. Ist okay. Literally, schon klar, already clear. As in, I get it, yeah, you don't have to explain any further. You were not chosen. Du wurdest nicht ausgewählt. Ist okay. Schwing dich hier rauf, dann schwollen wir gemeinsam, Schwester. Schwing dich hier rauf, dann schmollen wir gemeins, Schwester. Raufschwingen is informal to say to swing up, as in, yeah, jump next to me. And let's start sulking together. Schwollen. Schwollen wir gemeinsam, together, Schwester, sister. Hör mal, ich glaube, es wird Zeit, das Monster zu bekämpfen. Hör mal, ich glaube, es wird Zeit, das Monster zu bekämpfen. Bekämpfen is another way to say to combat. Yeah. Listen, I think it's time to fight the monster. All right, we have gathered 27 words from the vocabulary list today. Let's practice them. If this is your first time following us live here, send me your answers in the chat. And if you're a regular, of course, send me the numbers on the left corresponding to the ones on the right. These are words we saw today. The left ones are in German and the right ones are in English. Even if you find it a bit difficult, try to do that, but not randomly. Yeah, try to put some thought into it first. The more thinking you do, the more you will learn. Yeah, just watching passively is not enough. Also fangen wir an. Let's start. Schäbig is shabby. 10 und 12. Sehr gut, schäbig, shabby. Der Vogelkäfig is the birdcage. Der Vogelkäfig, the birdcage. David in chat Worüber? says 7 and 11. We already have that. And Ari in chat says 5 and 12. Das Chaos. 12 doesn't exist anymore. Susan in chat says 4 and 18. Also aufräumen, to tidy up. Ja, Linda, bitteschön. Vorüber ist over. Vorüber, over. Careful with the umlaut. Das, Okay. das Chaos is the mess. 20. Sehr gut, das Chaos. I Ja. just wanted to say it again the correct way. Sehr gut. Das Chaos, the mess. Susan in chat says 9, 15. 9, 15. Streuen, to choose. Sie meint 15. So, warte, was habe ich gemacht? She means 9, 14. Also streuen, to sprinkle. Das war nur ein Typo. Ja, genau. Das war ein Tippfehler. Der Feder is the feather. Der Feder is the feather. Sehr gut. David in chat says 8 and 17. We already did that. Aussuchen is to choose. Sehr gut. Aussuchen, to choose. 2 Wörter noch. 2 more words. Okay, Abhängen. then aussehen is to look like. Aussehen, to look like. Und abhängen, Und abhängen. to hang out. Same exercise now with short sentences. If you find them a bit too challenging, try to at least read them with us so you are able to participate next time. Okay. Aufräumen. Why clean up? Aufräumen, was? Wozu aufräumen, ja. Why clean up? Why clean up? Gute Frage. Das ist ziemlich einfach. That's pretty easy. Das ist ziemlich einfach. That's pretty easy. I did choose the easy one first. I knew it. Also rate mal. So guess. 14. Also rate mal, so guess.
David in Chat says 2:13. Wann hast du Geburtstag? When is your birthday? She said to guess, David. Kannst du dich bitte darum kümmern? Can you please take care of it? Kannst du dich bitte darum kümmern? Can you please take care of it? So geht das nicht. That's not how it works. So geht das nicht. That's not how it works. Ari in Chat says 10 and 12. Kommt sie überhaupt? Is she coming at all? Sehr gut, Ari. Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Do you need help with cleaning up? Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Do you need help with cleaning up? Ja, ich habe den falschen Namen gewählt. Yes, I chose the wrong name. Ja, ich habe den falschen Namen gewählt. Ja, I chose the wrong name. Notice here how Name, just a small remark, notice here how Name in the accusative case takes an extra N. Ich habe den falschen Namen gewählt. It's important for you to remember that because this is a very common word to use, ja. Kannst du das beschreiben? Can you describe that? Fill in the blanks. Doch, ich wurde ausgewählt, aber ich habe mich gewehrt und bin. Remember to conjugate the verb. Ja? Geflogen. Geflohen. geflohen. Without a G. Geflohen, Ich geflohen. bin geflohen. Hey. Yes, I was chosen, but I fought back and escaped. Naja, es ist nur, hier unten ist alles ein völlig Chaos. Chaos. Sehr gut. Well, it's just everything's a complete mess down here. Hey, ich habe es mir nicht Ausgesucht. ausgesucht. Sehr gut. Hey, I didn't choose it. Wem mache ich was vor? Die sind vermutlich schon längst vor lauter Schande von einer Wolke. Springen? How do you conjugate it though? Gesprungen. Sehr gut, gesprungen. Who am I kidding or who am I fooling? Actually, the translation here is not you've probably, it's they have probably. She's talking about her family. They've probably jumped off a cloud in shame. Die Schande. Ich bin hier, weil ich nicht etwas wurde. Okay? Auswählen. How do you conjugate it? Ausgewählt. Auswahl. Ausgewählt, sehr gut. I'm here because I wasn't chosen. Weil ich nicht ausgewählt wurde. Flashcards. How do you say to tidy up in German? Aufräumen. Aufräumen. Shabby, Schäbig. schäbig. The mess, Chaos. das Das Chaos. Chaos. Oh, das Chaos. The sprinkle, Streuen. streuen. Und was ist das? Der Vogelkäfig. Der Vogelkäfig. Käfig? Ja, Käfig. There's an Umlaut. Käfig. Over, as in past, as in done. Vorüber. Vorüber. Übel. To hang out, Abhangen. abhängen. Don't ignore the Hängen. Umlaut. We're hanging. To look like, Aussehen? aussehen. To choose, Aussuchen. aussuchen. Make sure to emphasize the Aussuchen. prefix because it's a separable verb. Aussuchen. Der Feder. Der Feder. Der Feder. All right, word order. These are sentences we saw in the game. We just have to put them in the proper order.
German sentences tend to have different word order than German, especially when they're long. So it's important to practice them. Ich bin hier, weil ich nicht ausgewählt wurde. Okay? Sehr gut. Ich bin hier, weil ich nicht Oh. ausgewählt wurde. Okay? Notice here, whenever you have because, the conjugated verb goes all the way to the end. Ja, weil ich, and hold the verb in your head. The past participle goes before, ausgewählt, and then the conjugated one, wurde. I only got that one because we saw it in the previous exercise like 1 minute ago. Ja. Hängst du hier ab? Hängst du hier ab? Ja. Are you hanging out here? Every Saturday. Bing. Bis hier, Ralf, dann schmollen wir gemeinsam, Schwester. Schwing dich hier auf, dann schwollen wir gemeinsam, Schwester. Swing up here and we'll sulk together, sister. Nächster Satz. Das erste Wort ist einfach. Das. Genau das. Das wäre mir lieber als Meine Familie. Gegenübertreten zu müssen. Sehr gut. Das wäre mir lieber, als meine Familie gegenüberzutreten. Gegenübertreten zu müssen, sorry. I just made up a sentence in my head. I would rather do that than have to face my family. Nächster Satz. wenn du das machst. Wait. I've painted myself into a corner. Ich helfe dir. Wenn Wenn das magst du Mal vorüber ist. Sorry, what did you say, Kimber? I was going in a different direction. Was machst du denn dann hier? Hängst du Okay. hier ab? I was putting the question before the statement. Wenn das Mahl vorüber ist, was machst du dann hier? When the meal is over, as in like, given the fact that the meal is over, what are you doing here? Does that mean if really, not when, if the meal is Yeah, over? it means if in this case, you're right. Sehr gut. All right, let's continue playing. Dann lass ich dich mal allein. Dann lass ich dich mal allein. Genau wie Mokchotra. Ich bin schon gewohnt. Ach, die Arme. Okay, ja, wir erkunden ein bisschen. Warte mal, wir haben eigentlich neue Schuhe. Wir sollten die neue Schuhe tragen. Ich schaffe es nicht, dass die an meinen Füßen bleiben. Ach, das sind nicht die neuen Schuhe, diese hier. Sehr gut, das hat funktioniert. J, bitteschön. Dann lass ich dich mal allein. Dann lass ich dich mal allein. Then I'll leave you to it. I'll leave you be. Mal here does not add any kind of meaning. It just makes the statement a bit more friendly. Yeah?
I'll just leave you here for a bit. Genau wie Mokchotra. Ich bin's schon gewohnt. Genau wie Mokchotra. Ich bin's schon gewohnt. Gewohnt is from the verb gewöhnen. Sich gewöhnen is to get used to something. Ich schaffe es nicht, dass die an meinen Füßen bleiben. Ich schaffe es nicht, dass die an meinen Füßen bleiben. Literally, I don't manage it. Ich schaffe es nicht, as in I can't, I'm not able to make it work. Dass die, as in the shoes, an meinen Füßen bleiben. They stay on my feet. And just like while, das moves the verb to the end. Yeah, this is why bleiben is at the very end. Okay, jetzt sind wir sicher und können wir zurück. Wir sollten eigentlich Jessie besuchen. So. Dafür brauchen wir die Leiter hier. Okay. Wir können das goldene Ei mitnehmen. Oh Mann, das Ding ist schwer. Zum Glück habe ich diese Wolkenschuhe an. Ja, zum Glück. Wir kehren jetzt zurück. Zu Maggie. Nein, warte. Maggie ist hier. Nein! Nicht schon wieder. Zumindest habe ich es geschafft, diesmal mein schweres Zeug zu behalten. Ach so. Wir haben das goldene Ei noch dabei. Ich muss vorsichtig sein. Hi. Ja, ja. Wir haben mit dir schon gesprochen. Hey, willkommen zurück. Ja, ja. Schön, dich wiederzusehen. Okay, okay, ich rede mit dir. Hör auf zu sprechen. Und? Was gibt's hier Neues? Machst du dich über mich lustig? Was für ein Vogel legt denn diese goldenen Eier? Ach, die? Das sind Ersatzeier. Wir machen die für die senilen alten Möwen, die immer vergessen, dass sie keine Eier haben. Dann lass ich dich mal allein. Okay. Kimberly, bitteschön. Oh Mann, das Ding ist schwer. Oh Mann, das Ding ist schwer. Oh man, this thing is heavy. Das Ding. Zum Glück habe ich diese Wolkenschuhe an. Zum Glück habe ich diese Wolkenschuhe an. Another easy verb here, anhaben, is to have on, as in to wear. Habe an. Zumindest habe ich es geschafft, diesmal mein schweres Zeug zu behalten. Zumindest habe ich es geschafft, diesmal mein schweres Zeug zu behalten. Zumindest, at least, I managed, geschafft. Diesmal, this time, my heavy stuff, mein schweres Zeug, das Zeug ist stuff, zu behalten, to keep. Hey, willkommen zurück. Hey, willkommen zurück. Hey, welcome back. Schön, dich wiederzusehen. Schon, dich wiederzusehen. Super important to pronounce this very simple and common word with an umlaut because schon means already and schön with an umlaut means nice to see you again. Nice, yeah. Be careful with that, everybody. Und was gibt's hier Neues? Und was gibt's hier Neues? What's new here? Literally, what exists here new?
Machst du dich über mich lustig? Machst du dich über mich lustig? Are you making fun of me? Literally, make you yourself about me funny. Literal translation are hilarious. Which is quite funny. Ja, exactly. Ja, genau. Was für ein Vogel legt denn diese goldenen Eier? Was für ein Vogel legt denn dieses goldenen Eier? Your umlaut is a bit delayed, Kimberly. There's no umlaut here. I know you missed one before. You don't have to put it back on random words. Oh, thanks, I try. What kind of bird lays these golden eggs? Be careful with für here. Für actually, even though it's underlined, it's not the accusative case in this case. You have to think of was für as a separate entity on its own. When you ask was für something, it means what kind of something. Yeah. And this is why ein is not einen. This is actually the nominative case here. Because this is saying what kind of bird is laying eggs. So the bird is actually doing the action. Yeah, and this is why was für isn't really part of the declension here. This is why you still say ein Vogel and not einen. Yeah. So einen Vogel legt Eier. A bird lays eggs. And when you add them, you keep that. Was für ein Vogel legt denn? Then doesn't really add a meaning, yeah? So it's just then. Diese goldenen Eier, the N here is because Eier is plural. So what kind of bird lays these golden eggs? Ach, das sind Ersatzeier. Ach, das sind Ersatzeier. Oh, these, as in these eggs. Das sind Ersatz. Ersatz is replacement, ja? Ersatzeier, replacement eggs. Don't be afraid of these relatively long German words. They're just like English words without the spaces. Ja? Wir machen die für die senilen alten Möwen, die immer vergessen, dass sie keine Eier haben. Wir machen die für die senilen alten Möwen, die immer vergessen, dass sie keine Eier haben. We make these for the senile old seagulls who always forget that they have no eggs. Also die Möwe. Again here we have an N and another N because Möwen is plural. Senil is senile. And vergessen sounds a little bit like forget. Yeah. Vergessen is to forget. So we make these for the senile old seagulls who always forget they have no eggs. Dann lass ich dich mal allein. Dann lass ich dich mal allein. Then I'll leave you to it. Seufzt, sigh. Okay. Wir müssen also weiter, glaube ich, hier. Oder? Nein? Oder hier? Ach, da oben gibt es noch ein goldenes Ei. Dafür brauchen wir die Leiter. Hey, hör auf damit. Die Haken sind eine wichtige Sicherheitsvorrichtung. Herrje, das war aber unhöflich. Oh oh, ohne die Haken sackt sie ein. Blöder Vogel, das ist alles deine Schuld. Susan, bitteschön. Hey, hör auf damit! Die Haken sind eine wichtige Sicherheitsvorrichtung. Hey, hör auf damit. Die Haken sind eine wichtige Sicherheitsvorrichtung. Very important. Sicherheit, this is the first word. Sicherheit. The S is like apostrophe S and Vorrichtung. Also Sicherheitsvorrichtung.
A very important word here, I'm sure a lot of you know it, aufhören is to stop. You know, a lot of the times you want to tell people to stop doing stuff. Also, hör auf is a very common thing to shout at people. Hör auf damit. Stop that. Die Haken, as in the hooks, you can see that der Haken is masculine, and the only thing you have to change to make it plural is change der to die. Ja, so you just change the article. Die Haken sind eine wichtige Sicherheitsvorrichtung. Die Sicherheitsvorrichtung is a safety device. It's just a composable word, ja. Die Sicherheit, let me add each of them all on their own. Sicherheit. It's nicer to learn them this way. And Vorrichtung, whenever you have a word composed of more than one, you take the gender of the last one. In this case, it's easy because both of them end with something that makes them feminine. But in case the first one is masculine, the word would still be feminine because the second part is feminine, ja? Die Sicherheitsvorrichtung. Ah! Birds talk in international language. Herrje. Herrje, das war aber unhöflich. Hey, das war aber unhöflich. Jeez, that was rude or impolite. Unhöflich. Oh, oh. Oh, oh. Ohne die Haken sagt sie ein. Ohne die Haken sagt sie ein. So, einsacken, as in to sink in. Without the hooks, it sinks in. Blöder Vogel, das ist alles deine Schuld. Blöder Vogel, das ist alles deine Schuld. Blöd sounds like blood, but it has nothing to do with blood. It's stupid. Das ist blöd. And we add an ER to it because Vogel is masculine. Das ist alles deine Schuld. It's all your fault, die Schuld. Wir haben eine Lösung dafür. Und zwar die großen Schuhe hier. Cole hatte recht. Ich bin tatsächlich dankbar für diese Schuhe. So we had those big cloud shoes with us and now we're gonna use them to stabilize the ladder. Warte mal. Okay. Wir probieren das noch einmal also. Echt spitze, du Vogel. Als ob ich jetzt noch Haken bräuchte. Da schau her, wie ein Fels in der Brandung. Huhu. Ganz recht, ich bin's, dein schlimmster Albtraum. Hey, komm zurück und hol dir deine Retourkutsche ab. Obwohl, vielleicht solltest du nicht zurückkommen, bis du ein paar Hosen anhast. Linda, bitteschön. Karl hatte recht. Karl hatte recht. We have a special kind of verb here. Recht haben is to be correct. Yeah. Recht haben. You normally use it together. It's very common for the Recht to be in small case, but doing it in capital is also correct, considered correct, even though it's less common. Yeah. So Recht haben is to have right, as in to be right. Ich bin tatsächlich dankbar für diese Schuhe. Ich bin tatsächlich dankbar für diese Schuhe. Tatsächlich, actually. I'm actually thankful for these shoes. Echt spitze, du Vogel, als ob ich jetzt noch Haken bräuchte. Ich spitze, du Vogel, als ob ich jetzt noch Haken bräuchte. So spitze is just a colloquial way to say great. You can also say echt toll, ja? Du Vogel, you bird. Als ob, as if, ich jetzt, I now, noch, still, Haken, hooks, bräuchte, needed. Da schau her, wie ein Fels in der Brandung. Da schau hier, wie ein Fels in der Brandung.
Look at that. Like a rock in the surf. I'm not sure actually what she means by that. That's just the literal meaning. Yeah. I think she's talking about the stability of the ladder. Huhu. Uhu. Ah, ganz recht. Ich bin's, dein schlimmster Albtraum. Ganz recht, ich bin's, dein schlimmster Albtraum. That's right, it's me, your worst nightmare. Der Albtraum. Echt? Squawk. Hey, komm zurück und hol dir deine Retourkutsche ab. Hey, komm zurück und hol dir deine Retourkutsche ab. Die Retourkutsche is a tit-for-tat response. Isn't it nice? How German has words for all these kind of things. And zurückkommen is a very common word as well. I often use it when we're going somewhere back, going. And I sometimes use a more colloquial version, which is zurückkehren. Yeah, it's the same thing. Zurückkehren, zurückkommen. So come back for your payback. Obwohl, vielleicht solltest du nicht zurückkommen, bis du ein paar Hosen anhast. Obwohl, vielleicht solltest du nicht zurückkommen, bis du ein paar Hosen anhast. Obwohl, although, however, maybe you shouldn't come back until you have a pair of pants on. We already took this verb today. Anhaben is to have on, yeah, to wear. All right, we have 52 words in the vocabulary list today. Let's practice them. Das Chaos, the mess. Das Chaos, the mess. Schäbig, shabby. Schäbig, shabby. Vorüber is over. Sehr gut. Vorüber is over. Aussuchen, to choose. Aussuchen, to choose. Ari in chat says 514, also 514. Streuen, to sprinkle. Sehr gut, Ari. Aufräumen, to tidy up. Aufräumen, to tidy up. David in chat says 6 and 17, der Vogelkäfig, the bird cage. Ari in chat says 10, 15, der Feder, the feather. Ja, Linda? Abhängen, to hang out. Abhängen, to hang out. Und aussehen, to look like. Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Do you need help with tidying up, cleaning up? Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Do you need help with cleaning up? Wozu Das war- aufräumen? Why clean up? Wozu aufräumen? Why clean up? Das war aber unhöflich. That was rude. Das war aber unhöflich. That was rude. Kannst du das beschreiben? Can you describe that? Kannst du das beschreiben? Can you describe that? David Das Insat. ist gut. Ja, David Insat says 213, also das sind Ersatzeier. These are replacement eggs. Das ist ziemlich einfach. That's pretty easy. Das ist ziemlich einfach. That's pretty easy. Ich schaffe es nicht, dass die an meinen Füßen bleiben. So guess. No, I'm kidding. So I can't get them to stay on my feet. Ich schaffe es nicht, dass die an meinen Füßen bleiben. I can't get them to stay on my feet. Also Also rate rate mal. mal. So guess. Also rate mal, so guess.
Ich habe den falschen Namen gewählt. Yes, I chose the wrong name. Ja, ich habe den falschen Namen gewählt. There's no Umlaut here. Namen. Yes, Okay. I chose the wrong name. Schön, dich wiederzusehen. Nice to see you again. Doch, ich wurde ausgewählt, aber ich habe mich gewehrt und bin Geflohen. geflohen. Escaped. Yes, I was chosen, but I fought back and escaped. Nein, ich meine die kaputten Etwas und Federn. Vogelkäfige. Sehr gut, ja. That's the plural of birdcage. Nein, ich meine die kaputten Vogelkäfige und Federn. You can see from the underlined N here that we want the plural. No, I mean the broken bird cages and feathers. Zum Glück ich diese Wolkenschuhe. There's two gaps here. Aber an. Sehr gut, zum Glück habe ich diese Wolkenschuhe an. Luckily, I have these cloud shoes on. Naja, es ist nur, hier unten ist alles ein völliges Chaos. Chaos. Well, it's just that everything is a complete mess down here. Etwas, vielleicht solltest du nicht zurückkommen, bis du ein paar Hosen anhast. Obwohl. Obwohl, sehr gut. Although. Was ist das? Der Der Feder. Der Die Feder? Der Feder. Ja, oh, der wieder. Feder, not Vieh, ja, Fee. Feder. Der Vogelkäfig. Der Vogelkäfig. Das Chaos. Das Chaos, the mess. To sprinkle. Streuen. Streuen. To choose. Auswählen. Fast. Aussuchen. 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 Ja. Over. Vorüber. To tidy up. Aufräumen. Aufräumen. Shabby. Schäbig. Schäbig. It's the third time JJ said it. To look like. Aufsehen. Aussehen. To hang out. Abhangen. Abhängen. There's an umlaut. Okay. All right, word order. What's the first word here? Nein. Nein. Ja. What's the second word? you only asked us what the first word was. Oh, Die. I'm gonna help you out a Ich bit. weiß nicht. Ich. I can't find a verb in this sentence. Where's the verb? What's the word Kaputten. that looks like Oh, ich something meine, else? Ich meine. Ich meine. Ja. Ich meine die kaputten Vogelkäfige und Federn. Sehr I gut. was reading it as my. Yeah, that's Yeah. quite confusing because it means my and it's a verb. Yeah. Hey. Hey. Ich habe es nicht Mir. mehr ausgesucht. I don't know.
Ich habe The es mirror mir, is, yeah, we need a mirror replacement, I think. Genau. Oh, no. habe es mir nicht ausgesucht. Hey, ich habe es mir nicht ausgesucht. Hey, I didn't choose it. Magst du dich über mich lustig? Machst du dich über mich lustig? Are you making fun of me? Yes. Danke. Das war unhöflich. Zum Glück habe ich diese Wolkenschuhe an. Luckily, I have these cloud shoes on. Ohne die Haken sagt sie ein. Ohne die Haken sagt sie ein. Without the hooks, it sinks in. Alright, that was our game for today. Thank you for watching. Remember to like this video. And if you haven't subscribed, make sure to subscribe and click that bell button to join us live next time. You'll learn a lot more when you participate.